Mein Name ist Malik Baschbusch. Ich arbeite in der Psychiatrie der Charité. Ich bin Leiter des Projektes Solomia. Das ist ein Klinikpartnerschaften-Projekt, welches sich um Rehabilitation und psychische Gesundheit in der Ukraine kümmert. Es ist ein relativ großes, umfangreiches Projekt. Wir haben, wenn man es so zusammendampft, 3 Säulen. Das eine ist, dass wir inzwischen mehr als 30 Kliniken medizinische Güter liefern. Das zweite ist, dass wir Kapazitäten entwickeln, also viel Trainings im Bereich von mentaler Gesundheit, Rehabilitation, Traumatologie. Und das dritte ist, dass wir beim Aufbau der digitalen Infrastruktur unterstützen. Am Anfang hatten wir sehr, sehr viele Medikamente und medizinische Güter, die wir in die Krankenhäuser gebracht haben. Der Teil ist heute nicht mehr so wichtig. Das, was wichtig ist, ist, dass wir trainieren und dass wir einen Wissensaustausch starten, dass wir zum Beispiel im Bereich von Traumabehandlungen, psychologisches Trauma, körperliches Trauma, dass wir da Trainings anbieten, dass wir das belastete Gesundheitspersonal unterstützen mit solchen Staff-Care-Projekten. Also das sind, glaube ich, so Sachen, die gegenwärtig wichtiger geworden sind. Also die Unterstützung von Kapazitäten, die aufgebaut werden. Wir haben einen Chatbot entwickelt, der inzwischen von mehr als 150.000 Menschen genutzt wird, wo man so psychologische Erste Hilfe erhält. Also das sind so Dinge, die wir gegenwärtig machen. Eine Online-Sprechstunde, die wir etabliert haben. Also das ist quasi Telemedizin plus ein bisschen mehr. Und das, was wir über die Zeit gelernt haben, ist, dass es eher so ein Austausch gewesen ist. Also wir lernen an ganz, ganz vielen Stellen über sehr, sehr kluge Lösungen, über Dinge, die wir gerne in Deutschland hätten. Ich nenne mal wieder das Beispiel dieses Chatbots, ja, also dass Menschen in der Ukraine quasi die Möglichkeit haben, sehr, sehr unkompliziert und innerhalb von Sekunden Unterstützung zu finden. Das ist etwas, was wir uns zum Beispiel in der Pandemie durchaus gewünscht hätten und das wir zum damaligen Zeitpunkt nicht hatten. Ich glaube, das, was ganz, ganz wichtig ist in dem Kontext, ist, dass durch Klinikpartnerschaften Menschen dauerhaft miteinander in Interaktion treten. Und eine Chance, die noch gar nicht so richtig genutzt ist, ist, dass Dinge, die in unterschiedlichen Kontexten entwickelt werden, natürlich dann auch in anderen Ländern eingesetzt werden. Ich hatte jetzt gerade das Beispiel genannt, dass Deutschland von der Ukraine hätte profitieren können und auch profitiert gegenwärtig. Aber die Klinikpartnerschaften sind ja nicht nur in der Ukraine tätig. Man könnte ja auch sagen, dass Lösungen, die zum Beispiel in der Ukraine entwickelt werden, dass die vielleicht in Vietnam oder Jordanien oder in afrikanischen Ländern auch zum Einsatz kommen können. Also das wäre eher so ein Blick in die Zukunft, dass man, wenn man es schafft, quasi so einen Wissensraum zu schaffen in den Klinikpartnerschaften, dann wäre das etwas, von dem viele Seiten immens profitieren würden.